Herzlich willkommen zurück bei Die Macht der Liebe. Schön, dass du dabei bist. Und heute geht es um die guten Vorsätze, die alljährlichen. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Jetzt haben wir eine ganze Menge darüber gesprochen, wie es denn dazu kommt, dass wir traditionell an bestimmten Tagen, zum Beispiel im neuen Jahr, uns gute Vorsätze vornehmen und auch beginnen, diese umzusetzen. Aber genau darum geht es in unserem nächsten Beitrag. Denn gute Vorsätze hin und her, schön und gut, aber leider stellen wir meistens fest, irgendwie im Laufe des Jahres geht das verloren. Da lockt dann doch wieder die Schokolade, wenn man abnehmen möchte. Oder die Faulheit siegt dann doch irgendwie, wenn man die Wohnung aufräumen möchte. Oder wie auch immer, der Sport, den man anfangs so enthusiastisch begonnen hat, der wird dann eben doch wieder aufgegeben. Also, wie kann man denn erfahren, woran das liegt, warum die Motivation doch zuerst mal so groß war und dann die Vorsätze wieder scheitern? Ich gebe dir hier ein paar gute Gründe und du kannst mal prüfen, ob da irgendwas von auf dich zutrifft. Punkt 1. Unrealistische Ziele. Also es ist immer schwierig, ein Ziel sehr, sehr hoch zu stecken, wenn man es erreichen möchte. Also mach dir lieber die Ziele etwas niedriger, etwas kleiner, etwas bekömmlicher, etwas machbarer. Es motiviert dich viel, viel mehr, wenn du dir ein kleines, messbares Ziel setzt, was du wirklich gut hinkriegst, als wenn du dir ein Riesending vornimmst. Also zum Beispiel nicht, ich werde jetzt ein total sportlicher Typ, der jeden Tag sein Sportprogramm durchzieht, komme was wolle, und danach auch super knackig aussieht, sondern sag dir lieber, ich probiere mal verschiedene Sportarten aus und dann entscheide ich mich für diejenige, die mir am meisten Spaß macht. Ne, dann hast du immer noch so eine Option, es langsam angehen zu lassen und vor allen Dingen auch wirklich das zu finden, was gut und richtig für dich ist. Also kleine und machbare Ziele setzen. Ja, Grund 2, warum die Ziele so häufig scheitern, ist mangelnde Planung. Wenn du die Tür öffnest und einfach rausgehst und irgendwo hingehst, kommst du auch irgendwo an. Na, das heißt, du brauchst wirklich einen konkreten Plan, wie du dein Ziel umsetzen kannst. Schreib dir das ruhig auf. Mach dir da Schritte, einer nach dem anderen. Dann wirst du sie viel eher umsetzen, als wenn du gar nicht genau so weißt, wie willst du denn überhaupt deine Ziele erreichen? Wie willst du denn wirklich dahin kommen? Denn dann ist es relativ leicht, den Fokus zu verlieren, wenn du nicht so genau weißt, wie ist denn dein richtiger, konkreter Plan dafür. Der nächste Grund, warum Ziele häufig scheitern und die Vorhaben, etwas zu verändern, häufig im Sande verlaufen. Und das ist die mangelnde Motivation. Also wenn du dir ein Ziel vornimmst, mach das nicht so leicht hin. Prüf mal wirklich, ist es denn das, wo ich für brenne, wo ich richtig Lust drauf habe, was mir total wichtig ist. Und stelle fest, ne, ob deine Begeisterung schnell wieder nachlässt, dann war es nicht das richtige Ziel. Oder ob du schon dabei bleiben kannst und nur einige Hürden zu überwinden hast. Dann bleib dran, dann überwinde die Hürden und halte deine guten Vorsätze aufrecht. Veränderungen brauchen tatsächlich auch Zeit und langen Atem und gib einfach nicht vorzeitig auf. Mach dir vorher klar, es gibt keine sofortigen Ergebnisse, zumindest in den seltensten Fällen. Es gibt kleine Ergebnisse und die solltest du auch wahrnehmen, aber es gibt nicht den schnellen gewünschten Fortschritt in den allerwenigsten Fällen. Also gib dir einen langen Atem zu deiner Motivation dazu. Der nächste Grund, warum Vorsätze häufig scheitern, ist mangelnde Unterstützung. So ganz alleine da dich vorzukämpfen, deine Vorsätze umzusetzen, ist häufig auch gar nicht so einfach. Also wenn du kannst, bitte andere um Hilfe oder such dir Apps oder irgendetwas, die dich daran erinnern, die dir helfen, Sachen auch wirklich umzusetzen. Sprich Freunde und Familie an, die den Rücken frei zu halten oder dich zu erinnern oder dir irgendwie Freiraum zu geben oder dir auch mal einen Stups in den Popo zu geben, damit du wirklich
losgehst für die Dinge, die du dir gewünscht hast. Also, mach das nicht alleine im verborgenen, stillen Kämmerlein, sondern such dir Unterstützung. Ein weiterer Punkt, warum Vorsätze leider ziemlich häufig eben nicht umgesetzt werden können, und das ist Stress und Ablenkung. In der heutigen Zeit ist es so, dass jeder irgendwie gestresst und mit 1000 Dingen im Kopf rumläuft. Und natürlich, wenn man insgesamt den Deckel voll hat und bis an die Oberkante belastet ist, wie willst du denn da noch irgendwas Neues hinkriegen? Dazu kommt auch, dass wir uns ganz häufig ablenken lassen. Da kommt mal eine E-Mail noch rein, da ploppt irgendwie irgendwas irgendwo auf und jemand sendet dir eine Nachricht oder es passiert etwas Interessantes. All diese Dinge können Gründe dafür sein, dass du deine Vorsätze aus den Augen verlierst. Also mach dir bewusst, wenn du dir Vorsätze nimmst, mach dir einfach im Vorfeld klar, wenn ich sehr unter Stress stehe und wenn ich ein Typ bin, der mich leicht ablenken lässt, dann muss ich besonders gut auf diese 2 Punkte achten, damit ich leichter schaffe, meine Vorsätze auch in die Tat umzusetzen. Weitere Gründe, warum gute Vorsätze sehr oft scheitern. Und das ist negative Selbstgespräche. Kontrolliere einmal, wie du mit dir selber sprichst oder wie häufig du dich selber irgendwie mental oder tatsächlich auch laut runtermachst. Wie oft hast du negative Gedanken? Ich schaffe das doch nicht, alle anderen können das besser, etc. Und alle diese Gedanken untergraben die Energie und auch den Mut, den du brauchst, um deine Vorsätze tatsächlich umzusetzen. Wenn man sich selbst ständig kritisiert, dann hat man auch keine Motivation und dann kann das dazu führen, dass man frustriert ist und vorzeitig aufgibt. Also, du brauchst deine eigene Unterstützung, deine positive Energie für dich selbst, Wohlwollen für dich selbst und keine negativen Gedanken. Das ist so oder so nicht besonders hilfreich, für nichts. Letzter Punkt, warum sich deine Vorsätze möglicherweise nicht oder nur schwer umsetzen lassen. Und das ist mangelnde Flexibilität. Manchmal ändern sich Umstände, manchmal ändern sich sogar auch die Ziele und da lassen sich die ursprünglichen Vorsätze nicht mehr so leicht umsetzen. Also passe deine Ziele, die du hattest, die du gefasst hast, auch deinen Umständen an. Wenn sich etwas verändert hat, kann es sein, dass sich auch die Art der Umsetzung verändern muss. Und mach die erste Erfahrung, wie es geklappt hat, werte die aus und überlege dann, ob es an den Umständen liegen kann vielleicht, dass du Schwierigkeiten hast, weiter dran zu bleiben. Und wenn das so ist, ja, dann passe es an. Passe deine Ziele deinem Leben an, dann werden sie viel leichter umsetzbar sein. Das war es für heute. Schön, dass du dabei warst, dass du gelauscht hast und wir sehen uns beim nächsten Mal.